So, und damit herzlich willkommen zu Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es mal wieder einen neuen Statusbericht zum Anlagenbau. Ja, wie ihr seht, es hat sich einiges getan. Von dem her würde ich mal gleich zu Neuerungen kommen. Und zwar als erstes haben wir hier noch so Stützen reingemacht, so Regal, kann man sagen, so Regalwinkel mit Langlöchern. Also man sieht auch gerade hier, das ist komplett von oben nach unten verstellbar. Einfach um das besser justieren zu können und um nochmal ein bisschen mehr Stabilität zu bekommen. Also gerade wenn man auch schwerere Züge fahren lässt. Ja, da wollte ich euch mal kurz einen Einblick geben, wie das Ganze vonstatten ging. Viel Spaß! So, und als nächstes haben wir dann die ganzen Weichenantriebe hingemacht. Also ihr seht hier, sind auch schon hier die beiden fertig und auf den anderen Gleisen natürlich auch noch. Und das zeige ich euch auch nochmal jetzt. Ja, und auch hier hat sich einiges getan. Also endlich sind auch alle Gleise fest, also auch die oberen Gleise hier, alles fest. Wir haben dann hier nochmal ein paar Ausgleichsstücke mit dem Flexgleis ausgeschnitten. Da fehlt dann noch die Böschung auf der einen Seite, weil es ein bisschen einen leichten Knick hat. Und auch hier unser Easter Egg, wo hier die Garage hinkommt. Hier diese kleine Straße, die wird dann noch auf der anderen Seite auch noch ein bisschen verbreitert. Von dem her haben wir das Ganze auch schon fertig. Deswegen, jetzt kann man sich vorstellen, alles festgemacht. Also ich glaube, da geht echt einiges oder ist jetzt einiges geschafft worden. Von dem her bin ich da mega happy. Und auch von der Seite seht ihr, haben wir jetzt die Weichenantriebe hier nochmal hinmontiert. Die ganzen grauen Stellen, die werden natürlich noch ausgebessert. Da kommen ja Schotter rein, beziehungsweise auch dazwischen drin. Die werden dann wenn dann die ganzen Rückmelder montiert werden, respektive auch dann die Rostfarbe aufgestrichen wird, wird das Ganze natürlich auch nochmal eingepinselt. Aber ich glaube, das sieht jetzt schon viel, viel besser aus. Und der Vorteil ist, man kann jetzt auch ein bisschen mit den Wagen schon mal drüber rauschen lassen und auch mit die ersten Fahrversuche machen. Also von dem her freue ich mich darüber. Also ihr seht auch hier, die ganze Bergstrecke ist nun festgemacht. Und eine Neuerung wird es sehr wahrscheinlich geben. Und zwar werden wir hier einen Tunnel bauen müssen. Ursprünglich war das einfach mit einer Wand, mit einer Steinwand hier auf der einen Seite gedacht, weil hier ja dann die Strecke kreuzt. Aber hier mit den ganzen Oberleitungsmasten wird es wahrscheinlich kollidieren und nicht mehr genügend Platz sein. Es sei denn, man lässt die dann so in der Mauer so ein bisschen davor montieren. Ich weiß nicht, ob das so gut aussieht, aber ein kleiner Tunnel, warum nicht? Und dann kommt hier direkt dann der Bahnhof. Ich glaube, das ist echt nicht
nicht verkehrt auch, von dem her, diese Änderung wird es jetzt geben, ergibt sich immer am Bau von dem her. So, und der Bahnhof, den ich euch ja gezeigt habe, den wir da hinmachen, ist jetzt auch soweit fertig. Von dem her, den muss ich jetzt dann noch beleuchten, aber das stellen wir natürlich erstmal hinten an, weil es natürlich erstmal der Anlagenbau als solches dann weitergeht. Aber dann kann man sich auf jeden Fall schon mal vorstellen, was für ein kleiner schnuckliger Haltepunkt hier hinkommt. Ja, des Weiteren haben wir hier noch den Weichendecoder und das S88-Modul hingeschraubt auf einem Brett extra. Von dem her kann jetzt im nächsten Schritt dann die Verkabelung beginnen. Da freue ich mich auf jeden Fall, wieder ein bisschen Technik. Also ihr seht, es gibt einiges zu berichten und ich habe hier auch noch mal ein paar Sachen gekauft, und zwar solche Lochkreissägen. Das heißt, es ist dann sowas, das man dann an die Bohrmaschine hinmontieren kann. Für was braucht man das? Also ich habe es einmal gekauft für 12 cm und einmal für 15 cm. Genau, für was braucht man das? Wir haben jetzt auf der Anlage ja mehrere Punkte, wo es dann auch ein bisschen schwieriger sein wird, zur Technik zu kommen. Also wir haben einmal, wie ihr seht, dann zum Beispiel hinten diese Weiche, wo dann der K-System-Weiche hinkommt. Genauso haben wir hier vorne bei der Kreuzung, hier vorne, jetzt machen wir das mal hier so. Die beiden, die kommt man sicherlich gut ran, weil da wird diese Steinmauer, die dann hier kommt, die wird weggemacht werden. Aber hier hinten wird man nicht hinkommen. Das heißt dann auch, da wird unter die Anlage ein größeres Loch gebohrt, damit man dann auch schön mit der Hand dann da rein kann und die Kreuzung, falls sie mal kaputt gehen sollte, dann auch wechseln zu können. Und genauso auch hier oben, da wird dann vielleicht irgendwo in dem Bereich oder vielleicht auch 2 kleinere Löcher oder ein großes, wo die zusammengeführt werden, die Kabel dann hingemacht, um dann auch, falls man den Weichenantrieb wechseln muss, auch dahin zu kommen. Also einfach überall gibt es eigentlich die Möglichkeit, größere Löcher unten hinzubauen, also oder hinzuschneiden. Also von dem her, das ist einfach eine ganz coole Sache. Das kommt als nächstes. Und dann bin ich noch fündig geworden, eine neue Lok, kann ich euch zeigen. Und zwar eine 216er, habe ich für einen guten Preis jetzt bekommen. Und zwar von Travaux du Sud-Est. Das heißt, die ist mal nach Frankreich verkauft worden. Sind leider nicht betriebsfähig, wie ich im Internet gelesen habe, aber sind für die dortige Bahngesellschaft tätig gewesen und habe schon länger mal geguckt, ob es so eine gibt. Sind meistens immer relativ teuer. Ich habe die jetzt, wie gesagt, für einen guten Preis gekriegt und kann die dann irgendwann mal umbauen und vielleicht dann auch vorne einen weiß nicht, Güterzug respektive ja, so Ausbesserungszug oder sowas dann oder Arbeitszug dann eingliedern. Von dem her eigentlich eine coole Sache, freue ich mich drüber. Oder auch so ist es ja geschichtlich mal nicht ganz so verkehrt, weil ihr wisst ja, ich mag die Baureihe 218 beziehungsweise auch generell die V160-Familie, und da ist die Baureihe 216 auch in ihren verschiedenen Farben und Varianten auch natürlich ein Teil davon. Also gibt es da auch wieder was Neues. Und sonst, was steht an noch soweit? Also, wie gesagt, der ganze Rohbau ist eigentlich damit abgeschlossen. Da freue ich mich wirklich sehr. Also wir haben noch Verstärkung hier hingemacht, wie ihr seht, bei der Hauptstrecke. Also auch die Hauptstrecke ist komplett fertig, auch mit der Korkunterlage und allem drum und dran. Und jetzt geht es wirklich soweit daran, dann die ganzen Kontaktstrecken zu machen, oder Kontaktgleise eben, um dann diese dann am Rückmeldemodul anzuschließen. Genauso auch wie die einzelnen Weichen an dem Weichendecoder anzuschließen, dass wir endlich dann das in Rockrail anlegen können und ich euch das dann zeigen kann, wie das funktioniert und ich dann auch hier drauf Züge fahren lassen kann. Da freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Ich würde sagen, nehmen wir uns auf jeden Fall mal als erstes vor. Und wenn das funktioniert, dann können wir die Gleise altern, alles soweit hin mal die Prellböcke draufsetzen und dann mit dem K-System anfangen, da die Komponenten reinzubauen, die technischen, also wie Stoppstellen und Abzweigungen. Und auch das dann verspachteln und bemalen oder mit dem Fahrbahnbelag quasi bemalen. Und dann ist das eine runde Sache. Und deswegen, das können wir machen, solange bis dann auch das Terraform-System
was ich ja hernehme, um die Berge zu gestalten. Das ist aktuell noch nicht lieferbar, habe ich vorbestellt. Und dann sollte das hoffentlich dann auch lieferbar sein. Und dann freue ich mich auf den Berg auf den Berg zu gestalten, weil zum Beispiel ein Teil wird davon auch sein, hier, dass dieses ganze Loch dann hinter dem Berg verschwindet. Also deswegen, ich freue mich da wirklich sehr, sehr drauf. Es gibt viel zu tun. Es geht auf jeden Fall einiges auch vorwärts. Und auch zu dem ganzen Elektrik-Thema habe ich auch bereits eine weitere Z21 Start gekauft. Mit auch dem Freischaltpaket. Das heißt, ihr wisst ja, ich fahre ja mit der Z21 Start. Und ich habe jetzt eine zweite gekauft. Die wird dann vielleicht dann auch nächste Woche geliefert. Mal gucken. Und dann kann ich parallel zu dem Thema Verkabeln auch den alten Teil der Anlage so unabhängig machen, dass die neue Z21 wird dann das Fahren übernehmen, das bloße Fahren, und die alte wird nur das Thema Schalten, also Schalten von Beleuchtungen und Weichen übernehmen. Melden ist ja schon unabhängig, wird ja per USB über das Zeus-Interface dementsprechend gewährleistet. Und dann haben wir alle drei Sachen auch unabhängig noch gleichzeitig sozusagen oder voneinander unabhängig gemacht. Von dem her echt eine schöne Sache. Bleibt auf jeden Fall dran. Es wird nicht langweilig und bis zum nächsten Update. Bis dahin, macht es gut. Ciao.